Hallo, mein Name ist Anna und ich bin Studienbotschafterin für den Studiengang Bauingenieurwesen an der FHWS und ich freue mich jetzt, eure Fragen zu beantworten, die mich zu meinem Studiengang erreicht haben. Mein Studiengang ist grundsätzlich in das Grundstudium, dann ein Praxissemester und das Vertiefungsstudium aufgebaut. Im Grundstudium in den ersten 4 Semestern hat man Grundlagenfächer wie zum Beispiel Bauphysik, technische Mechanik, Werkstoffe im Bauwesen oder ähnliches. Dann im 5. Semester geht man ins Praxissemester und im 6. und 7. Semester hat man dann nochmal vertiefende Fächer, die dann die einzelnen Fachdisziplinen abdecken, also sowas wie Massivbau, Stahlbau, Wasserbau, auch Verkehrswegebau und so weiter. Im Studiengang Bauingenieurwesen in Würzburg gibt es erstmal nicht die Möglichkeit, einzelne Bereiche zu vertiefen, also nicht im Sinne von Vertiefungsrichtungen zumindest. Es gibt aber die Möglichkeiten, beispielsweise im Rahmen von 2 fachspezifischen Wahlpflichtfächern, die man belegen muss, seinen Interessen ein bisschen nachzugehen und da einzelne Schwerpunkte zu setzen oder dann eben später im Rahmen der Bachelorarbeit, wo man sich mit einem Thema beschäftigen kann, das einen besonders interessiert. Also ganz grundsätzlich würde ich den Studiengang weiterempfehlen, weil mir besonders gut das gefallen hat, dass man sehr engen Kontakt mit den Dozenten hatte. Also die waren immer ansprechbar für einen bei Fragen oder sonstigen Anliegen und es war einfach ein schönes Miteinander. Fachlich ist es allerdings so, dass ich den Studiengang jemandem nur dann empfehlen würde, wenn er ein Interesse hat, ein erstmal breites, grundlegendes Wissen im Bereich des Bauingenieurwesens zu erlangen. Wenn man schon relativ spezifisch weiß, in welche Richtung es bei einem gehen soll, dann würde ich eher einen Studiengang empfehlen, wo man dann tatsächlich Vertiefungsrichtungen wählen kann. Also, wenn alles ganz normal läuft, finden die Vorlesungen am Campus Röntgenring statt. Da haben die Bauingenieure einen Stammhörsaal, in dem die allermeisten Vorlesungen stattfinden. Das ist der E120. Ansonsten sind am Campus Röntgenring noch die Studiengänge Architektur, Kunststofftechnik und Geovisualisierung und Vermessung. Also die sieht man da auch immer mal wieder. Ja, und da sind auch die unterschiedlichen Labore, in denen wir dann unsere Praktika haben. Genau, das findet eben alles am Röntgenring statt. Online, wenn die Vorlesungen eben während der Corona-Pandemie stattfinden, findet das alles über Zoom statt. Da gab es bei uns eigentlich keine größeren Schwierigkeiten. Wir waren immer alle zusammen in einem Zoom-Meeting, eben mit dem Dozenten. Die haben da ihre Vorlesung gehalten. Man konnte trotzdem Rückfragen und alles Mögliche stellen. Auch die Übungen haben so stattgefunden. Und ja, grundsätzlich waren die Professoren sehr bemüht auf jeden Fall, dass uns daraus keine Nachteile entstehen. Ja, den einen hat es besser gefallen und den anderen weniger gut. Nach dem Studium gibt es im Wesentlichen 2 große Bereiche, in die man als Bauingenieur gehen kann. Entweder man geht in den Bereich der Bauausführung. Das bedeutet dann, dass man wahrscheinlich eine Stelle in einem Bauunternehmen findet, wo man unterschiedliche Bauprojekte begleitet, je nach Unternehmenstyp. Einige beispielhaft sind halt Hochbauunternehmen, die entweder Rohbau- oder Schlüsselfertigbauprojekte durchführen. Dann gibt es Tiefbauunternehmen, die dann eher sowas wie den Straßenbau und so weiter machen. Es gibt Tunnelbauunternehmen, es gibt Unternehmen, die vor allen Dingen Brücken bauen beispielsweise. Also da gibt es ganz unterschiedliche Fachdisziplinen dann und ja, da betreut man dann eben die Projekte von praktischer Seite. Der andere große Bereich ist der Planungsbereich. Da ist man dann wahrscheinlich als Statiker tätig, wo man die Tragwerke von unterschiedlichen Bauwerken berechnet.
Entweder sind die dann aus Stahl, Beton, Stahl oder Holz. Und dann gibt es noch ganz spezifische Bereiche, wie zum Beispiel die Geotechnik oder den Verkehrswegebau oder auch die Abwassertechnik, in denen man auch als Bauingenieur tätig werden kann. Am meisten Spaß gemacht haben mir die ganzen Labore, die wir hatten, weil wir da die Möglichkeit hatten, erste praktische Erfahrungen sozusagen zu sammeln und eben auch mal wirklich mit der Materie in Kontakt gekommen sind. Also wir haben beispielsweise im Werkstofflabor unterschiedliche Versuche durchgeführt mit Beton, mit Holz, mit Stahl. Dann im Geotechniklabor haben wir verschiedene Varianten von Bodenuntersuchungen kennengelernt und konnten auch mal eine Rammsondierung beobachten, wie die gemacht wurde. Ja, dann beispielsweise beim Vermessen sind wir im Ringpark gewesen und haben da unterschiedliche Sachen aufgemessen. Außerdem fand ich es cool, dass wir verschiedene Exkursionsangebote hatten, wo man dann auch mal Baustellen irgendwie besuchen konnte. Wir waren auch auf verschiedenen Messen, wo man sich über Berufseinstiegsmöglichkeiten informieren konnte, und diese ganzen Zusatzangebote und praktischen Angebote im Studiengang, die haben mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Jedes Jahr zum Wintersemester fangen ungefähr 120 Leute mit dem Studiengang Bauingenieurwesen in Würzburg an. Dazu ist zu sagen, dass unser Studiengang zulassungsfrei ist, also keinen NC hat, und jeder mit einer Hochschulzulassungsberechtigung, der kann erstmal sich für den Studiengang einschreiben. Am Ende ist es aber so, dass es meistens nicht mehr die 120 Leute sind, sondern sich das Semester in etwa über den Verlauf des Studiums halbiert. Entweder weil die Leute einfach merken, dass ihre Interessen doch woanders liegen oder weil es Einzelnen vielleicht dann doch zu schwer gefallen ist. Aber ja, man fängt eben mit ungefähr 120 Leuten an und am Ende ist es dann noch circa die Hälfte. Ich habe mein Praxissemester in einem bauausführenden Unternehmen gemacht, das im Bereich Hochbau vor allen Dingen tätig ist. Und da war ich an einem Projekt beteiligt, wo wir ein Krankenhaus gebaut haben, den Rohbau erstellt haben von einem Krankenhaus im Speziellen, und habe da den Bauleiter und Oberbauleiter bei ihren täglichen Aufgaben unterstützt. Das heißt bei der Abrechnung, bei der Verhandlung mit Nachunternehmern, bei Baubesprechungen und so weiter. Ja, man benötigt ein Vorpraktikum, und zwar mit einer insgesamten Dauer von 12 Wochen. Das Vorpraktikum kann man in unterschiedlichen Unternehmenstypen machen. Wichtig ist, dass man mindestens 8 Wochen im Bauhauptgewerbe machen muss. Das heißt, entweder bei einem Rohbauunternehmen oder bei einem Zimmerer oder Dachdecker. Und bis zu 4 Wochen kann man aber auch im Baunebengewerbe absolvieren. Das heißt beispielsweise bei einem Elektriker oder einem Heizungsbauer. Dann ist es noch so, dass man mindestens 6 Wochen vor Beginn des Studiums gemacht haben muss. Für die anderen 6 Wochen hat man bis zum Ende des 2. Semesters Zeit. Man kann während des Studiums das Praktikum dann aber nur noch in den Semesterferien machen, und das wird dann erfahrungsgemäß ein bisschen knapp. Also das heißt, am besten ist es, wenn man den größten Teil vor Beginn des Studiums gemacht hat, und es zählen auch immer nur 3 zusammenhängende Wochen, um als Vorpraktikum quasi angerechnet zu werden. Also in kleinere Bereiche als 3 Wochen kann man das nicht splitten. Und es ist noch wichtig, dass man eben aktiv wirklich auf der Baustelle mitarbeitet im Vorpraktikum und nicht im Büro oder so. Das war's von meiner Seite, und ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen gut beantworten.